Hallo liebe Freunde, an welchem lauschigen und idyllischen Ort sind wir denn hier gelandet? Selbst die Tiere haben keine Angst und kommen näher. Ist das Skandinavien, Nordamerika, die Wildnis oder etwa ganz woanders? Wisst ihr was? Kommt doch einfach einmal mit und wir versuchen es selbst zu entdecken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Eigentlich hatte ich mir eingebildet, in Grünheide am Feriencamp Waldpark zu starten, um im Vogtland eine kleine gemütliche Wanderung zu machen. Dabei den Vogtlandsee zu erkunden, vorbei an Naturschönheiten wie beispielsweise dem Grünheider Hochmoor, und dann ist die Zeit plötzlich im Moor versunken. Gibt es hier Risse in der Zeit? Offensichtlich sind wir, wie es ausschaut, tatsächlich im Wilden Westen gelandet. Und der erste Cowboy kommt bereits. Und hier Spuren von Indianerpferden. Sind wir also an den großen Seen in Nordamerika oder Kanada gelandet? Es sieht doch hier tatsächlich aus wie in den Erzählungen von James Fenimore Cooper. Doch bevor wir das herausfinden, genießen wir zunächst die schönen Bilder und vor allem die niedlichen, zutraulichen Enten. Jetzt wollen wir jedoch endlich wissen, ob wir tatsächlich im Wilden Westen sind. Also sollten wir uns auf Kundschaft begeben und laufen das Ufer entlang. Aber was entdecken wir hier? Bohlenwege. Haben die Indianer etwa auch die Nase voll von den ständig unwegsamen Wegen in der Wildnis und den Abenteuern? Auch wenn es ganz einfach ist, dem einzigen schönen und schmalen Pfad um den See herum zu folgen, könnt ihr ja versuchen, falls ihr das Glück habt, bei eurem Zeitsprung in den Wilden Westen auch GPS-Empfang mitgenommen zu haben, nach den GPS-Daten bei Autoactive und Komoot, welche ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video findet, auf dieser reichlich 5 Kilometer langen Tour zu folgen. Quasi zur Veredelung erreichen wir sogar Felsen. Ob Chingachgook hier lauert? An der Staumauer angekommen, sehen wir den Beginn des Roten Flusses, welcher quasi der Ausfluss des Vogtlandsees ist. Und ganz ehrlich, diese Bilder bedürfen keines Kommentars. Die muss man einfach genießen. Am anderen Seeufer stoßen wir mit der Floßbahn auf einen breiteren Weg. Aber die Floßbahn ist ein weites Thema, ergo heben wir es uns auf für einen anderen Film. Und so biegen wir nach rechts ab, um erneut ans Ufer zu gelangen und die himmlische Ruhe genießen zu können. Und Lebensraum Stillgewässer ist doch wirklich eine gute Beschreibung unseres heutigen Ausflugs. Und diese Stille wollen wir jetzt auf dem Rückweg zunächst weiter am Seeufer ausgiebig genießen. Auf dem letzten Abschnitt, dem Nordwestuferbereich,
können wir sogar fast hautnah das moorige Einzugsgebiet des Sees erleben. Wer vollkommen verliebt in den See ist, der kann natürlich gerne eine zweite Runde drehen oder abtauchen. Denn schön ist dieser Vogtlandsee zu jeder Tages- und selbst Nachtzeit. Wem die einmalige Umrundung genügt, der genießt einen letzten Blick auf diesen von 1935 bis 1937 zum Hochwasserschutz künstlich angelegten Stausee, lässt dann selbigen im Rücken und nutzt einen von mehreren vorhandenen Wegen, um erneut den breiten Forstweg, den sogenannten sandigen Weg, von heute früh zu erreichen. Dort angekommen, biegen wir dieses Mal nach rechts ab. Und was finden wir hier? Etwa eine Jagdanleitung für die Indianer? Am Ende ist das der Vorläufer für unsere Speisekarten. Schließlich landen wir an einer richtig großen Waldkreuzung. 7 Wege nennt sich dieser Ort mit seiner schönen Schutzhütte. Und bei 7 Wegen gibt es natürlich entsprechend viele Varianten. Wollt ihr euren Bummel nicht zu weit ausdehnen, nutzen wir den linken, den Tannenbergstaler Weg. Und auch beim sanften Aufstieg sieht man links im Wald immer wieder diesen moorähnlichen Waldboden. An der nächsten Kreuzung würde ich euch empfehlen, biegt links ab und kostet die Ruhe aus. Und siehe, glücklicherweise sind wir sogar wieder in unserer Zeit gelandet und tatsächlich unterhalb des Waldparks Grünheide angekommen, wenn das nichts ist. Noch einmal müssen wir an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen, um die letzten 200 Meter zurück zu unserem Parkplatz zu laufen. Und mit etwas Glück steht jetzt kein Pferd, sondern unser Auto dort.